Der Radverkehr ist eine zentrale Säule für den Klimaschutz in unserer alltäglichen Mobilität. Es gibt auch Aussagen, dass das Fahrrad quasi für die Emanzipation der Frau das Mittel war. Die ersten Hosen kommen auf, also wirklich eben, damit man überhaupt Fahrrad fahren kann. Wir haben diese Fahrradentwicklung als Gelegenheit genutzt. Das soll schon die Zukunft sein, dass die Methoden, die Sensorik selbst auf andere Fahrradflotten, sogar auf andere Mobilitätsformen übertragbar sind. Wenn mehr Menschen Rad fahren, sinkt das Unfallrisiko für den Einzelnen. Das ist ein Effekt, der auch statistisch nachgewiesen ist. Wenn ich hier lang fahre, was ich da schwierig finde, ist, dass dort hinten einfach der Radweg aufhört und gleichzeitig wird es enger. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, da kommen die Autofahrer mir in meinen Weg rein. Also im Prinzip muss das Credo gelten, ich muss da mit meinem 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kind auch fahren können. Und wenn ich da sicher unterwegs sein kann mit Kindern, dann ist die Radverkehrsinfrastruktur gut für alle. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, vielleicht unter den Stichworten auch, Radverkehr muss einfach sicher, schnell und komfortabel werden. Beinahe jeden Morgen und bei fast jedem Wetter schwinge ich mich aufs Rad, um zur Arbeit zu fahren. Damit bin ich zumindest in der Stadt schneller und flexibler unterwegs als mit dem Auto und dem ÖPNV. Da liegt es nur nahe, dem Drahtesel gleich eine ganze Folge der guten Frage zu widmen. Und genau das machen wir heute. In diesem Video soll es um Radwege und Radverkehrsplanung gehen, darum, wie Fahrradfahren insgesamt sicherer werden kann. Und wir wollen auch einen Blick in die Geschichte des Radelns werfen. Meine Tour de Fahrradforschung beginnt, wie sollte es anders sein, an der Fakultät Verkehrswissenschaften Friedrich List. Hier will ich mehr darüber erfahren, wie Klimaschutz und Radfahren zusammenhängen. Und dafür treffe ich Professorin Regine Gericke. Sie ist die Leiterin der Professur für Mobilitätssystemplanung. Welche Bedeutung spielt denn das Radfahren für den Klimaschutz? Also spielt es eine Rolle, ob ich mich für das Rad oder für das Auto am Morgen auf dem Weg zur Arbeit entscheide? Ja, unbedingt. Also der Radverkehr ist eine zentrale Säule für den Klimaschutz in unserer alltäglichen Mobilität. Ist einfach ein ganz geeignetes Verkehrsmittel, ist sogar schneller für die ganz kurzen Wege. Unter 1 Kilometer haben wir schon einen substanziellen Anteil an Pkw-Verkehr auch. Und deutlich ist er natürlich mit geringeren Treibhausgasemissionen verbunden als alle motorisierten Verkehre, auch als der öffentliche Verkehr. Wir haben ja Städte, die bis zu 40% im Model Split an Radverkehrswegen haben. Das zeigt das hohe Potenzial, das einfach diese Verkehrsart auch hat. Man braucht dann dazu noch den Luftverkehr, ja, diese ganz langen Wege. Das wäre unehrlich zu sagen, ja, der Radverkehr, der löst unser Klimaproblem im Verkehr allein. Das braucht es noch dazu, weil einfach die Treibhausgasemissionen aus den Distanzen kommen. Ja. Aber er ist eine wichtige Säule und der Großteil unserer Mobilität findet in diesem kurzen Bereich, ja, bis 15 Kilometer statt. Und da ist es ein Verkehrsmittel, was hervorragend geeignet ist, diese Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Aktuell liegt der Radverkehrsanteil im Nahbereich, also bei Strecken unter 30 Kilometern, deutschlandweit bei 13%. Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung könnte er bis 2035 auf bis zu 45% steigen. Dafür müssten aber verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Beispielsweise eine Verdreifachung der Radwege, eine bessere Verknüpfung von Rad- und ÖPNV-Angebot sowie eine fahrradfreundliche Umgestaltung von Kommunen. Wie so etwas aussehen könnte, darüber reden wir übrigens gleich noch in dieser guten Frage. Positive Beispiele in dieser Hinsicht sind Utrecht in den Niederlanden, Münster in Deutschland oder Antwerpen in Belgien. Sie liegen auf den Spitzenplätzen des globalen Fahrradstädteindex, der die Fahrradfreundlichkeit von weltweit 90 Städten untersucht hat. Und das zeigt sich auch im Radverkehrsanteil. In Münster werden schon jetzt fast die Hälfte aller Wege bis 30 Kilometer mit dem Fahrrad bewältigt, was weit über dem Schnitt im Rest Deutschlands liegt. Und welche anderen positiven Aspekte gibt es vom Fahrradfahren? Da möchte ich gern zwei erwähnen. Zum einen die Flächeneffizienz. Fahrräder brauchen einfach weniger Fläche, ja, als PKWs oder auch Busse und Straßenbahn. Und das ermöglicht natürlich, wenn wir mehr Personen aufs Fahrrad bringen, dann Umverteilung von Flächen hin zu Räumen, zum Beispiel für Aufenthalt. Ja, wir haben hier schöne Bäume im Straßenraum um uns herum. Klimaanpassung, Hitzeinseln, Schwammstadt, Versickerung, all die Sachen. Das ist das eine, die Flächeneffizienz. Und das andere, was ich erwähnen möchte, ist die Gesundheit. Radverkehr ist einfach körperliche Aktivität und trägt damit dazu bei, die WHO-Ziele, die wir bekommen, 150
50 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche sind angeraten, damit wir länger leben, statistisch nachgewiesen, und auch in höherer Gesundheit und Lebensqualität diese Zeit verbringen. Da zeigt die Literatur eindeutig, dass diese Mobilität, die Routine, ja, sehr gut geeignet ist, auf diese Ziele auch einzuzahlen. Ja, und da sind Radverkehr und auch der Fußverkehr natürlich auch sehr geeignet. Bevor wir uns gleich mit der Zukunft des Radverkehrs beschäftigen, will ich kurz einen Schulterblick in die Vergangenheit, auf die Geschichte und die historische Bedeutung des Fahrrads werfen. Und wo könnte man das besser tun als im Verkehrsmuseum Dresden? Hier treffe ich jetzt Maria Niklaus. Sie ist Kustodin für die Luftfahrt- und Straßenverkehrsausstellung. Wie ist denn das Fahrrad entstanden? Ja, also bevor wir zu dem Niederrad oder Safety Bicycle gekommen sind, das wir heute als Fahrrad kennen, hatten wir natürlich ganz viele unterschiedliche Stationen in der Entwicklung. 1817 hat Karl Dreis seine Draisine oder seine Laufmaschine entwickelt, noch ohne Pedale. Man stützt sich ab, man ist schneller als zu Fuß. Deswegen haben wir eben auch ein relativ schnelles Durchsetzen der Draisine. Und dann in den 1860er Jahren, vor allen Dingen in Frankreich, Michaud, der dann eben das Tretkurbelrad populär macht. Und da will man natürlich auch schneller fahren. Das heißt, der Vorderreifen wird immer größer, weil dadurch kann ich halt einfach schneller fahren. Deswegen kommen wir zum Hochrad. Und das Hochrad hat eben auch seine Tücken beim Fahren. Man muss auch wirklich balancieren können, Fahrrad fahren können. Es gibt einiges an Unfällen und es gibt viele Gruppen, die nicht Hochrad fahren können zu der Zeit. Ältere Leute, Frauen auch, sodass es immer lautere Rufe gibt nach dem Safety Bicycle, also dem Sicherheitsniederrad. Und da kommen wir dann durch verschiedene technische Änderungen zum heutigen Fahrrad in den 1890er Jahren. Die Entwicklung des Fahrrads, hat die auch gesellschaftliche Veränderungen bewirkt? Auf alle Fälle, also massiv. Das Fahrrad ist quasi das erste individuelle Massentransportmittel, das nicht schienengebunden ist, das wirklich komplett in alle Ecken und Winkel geht. Also wir haben ganz viele Aspekte. Die ersten Hosen kommen auf. Also wirklich, es gibt auch Aussagen, dass das Fahrrad quasi für die Emanzipation der Frau das Mittel war, eben damit man überhaupt Fahrrad fahren kann. Was setzt sich dann tatsächlich für die Frau durch, mit Hosen Fahrrad zu fahren? Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch in der Arbeiterbewegung. Also wir haben natürlich die Bürgerschicht, die auch Fahrrad fährt, auch Clubs gründet, Ausfahrten. Und da gründen sich auch ganz viele große Fahrradbünde, der Arbeiterradfahrbund zum Beispiel, die dann wirklich auch mit dem Fahrrad am Wochenende gemeinsam Ausfahrten machen. Und welche technische Bedeutung hat die Entwicklung des Fahrrads? Also ist es quasi auch, kann man sagen, das Fahrrad ist der Vorläufer des Autos? Das Fahrrad ist ein ganz großes Vorläufer für verschiedenste Mobilitätsaspekte fürs Auto. Also wenn man sich mal die vom Benz Patent Motorwagen natürlich die Reifen anguckt, das erinnert doch schon sehr stark an ein Hochrad, aber auch vom Flugzeug. Die Gebrüder Wright haben vorher Fahrräder gebaut und wenn man sich vom Motor auf den Propeller die Ketten anguckt, erinnern die doch schon stark an Fahrradketten. Also wir haben ganz viele verschiedene Aspekte, wo das Fahrrad natürlich Vorläufer ist. Und das Motorrad brauche ich ja nicht erwähnen in der Hinsicht. Ich fahre jetzt auf dem Elbradweg von der Altstadt zum nächsten Interview. Dort soll es um Radwege und deren Optimierung gehen. Was können Städte und Kommunen tun, damit Radfahren attraktiver wird? Und wie können Radverkehrsnetze generell verbessert werden? Diesen Fragen widmen sich gleich mehrere Forschungsprojekte der TU Dresden. Sven Lissner und Stefan Huber untersuchen beispielsweise mit Hilfe von Daten, die sie von Radfahrenden gewinnen, wie sich ein Radwegenetz verbessern lässt. Wie genau findet ihr denn heraus, welche Strecken, welche Routen Radfahrende wählen? Prinzipiell kann man unterschiedlich herausfinden, welche Routen gewählt werden. Man kann Leute befragen, man kann Verfolgungsfahrten machen. Was wir machen, ist, wir erheben Daten über eine Smartphone-App, sodass wir einen deutschlandweiten Datensatz zu dem Radverkehr haben. Genau, und der Datensatz, der kommt aus einer bundesweiten Radfahrkampagne, die nennt sich Stadtradeln. Die gibt es jetzt schon seit, ich glaube, 16 Jahren mit wachsender Anzahl an teilnehmenden Kommunen und Menschen. Also mittlerweile sind das über 1 Million Menschen und über 2800 Kommunen in Deutschland. Also man sieht so richtig viel an Daten. Und was macht ihr mit den Daten? Also welche Erkenntnisse lassen sich daraus gewinnen? Prinzipiell müssen wir die Daten erstmal aufbereiten. Es gibt immer mal kleine Fehlerchen. Ja, Leute nehmen das Fahrrad mit in die Bahn. Wir bereiten die auf, sodass wir tatsächlich nur die Fahrradfahrten in dem Datensatz haben.
und analysieren dann beispielsweise, welche Routen sie wählen, welche Präferenzen sie haben bei der Routenwahl, aber auch, wie sie sich denn verhalten, wenn sie einmal eine Route gewählt haben, wie lange Radfahrende warten müssen, wo sie warten müssen, all solche Dinge. Dementsprechend kann man aus den Daten sehr viel mitnehmen. Also das ist eine sehr gute ausgeglichene Geschlechterverteilung, 50% Männer, 50% Frauen. Das bietet tatsächlich wirklich viele Erkenntnisse, auch für die Stadtplanung ganz konkret. Da schließt sich meine nächste Frage direkt an. Was können denn Städte, was können Kommunen tun, damit Radverkehr, Radfahren insgesamt attraktiver wird? Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir gute Radverkehrsinfrastruktur bereitstellen. Also im Prinzip muss das Credo gelten, ich muss da mit meinem 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kind auch fahren können. Und wenn ich da sicher unterwegs sein kann mit Kindern, dann ist die Radverkehrsinfrastruktur gut für alle. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, vielleicht unter den Stichworten auch, Radverkehr muss einfach sicher, schnell und komfortabel werden. Also wir wissen auf Basis unserer Analysen, dass Radfahrende unbedingt Radverkehrsinfrastruktur brauchen, auch gut ausgebaute Radverkehrsinfrastruktur. Ja, sie bevorzugen gute Oberflächen, kein holpriges Kopfsteinpflaster. So wie hier? So wie exakt hier, wie es früher mal war, sondern möglichst glatten Asphalt. Die Netzdichte muss gut sein, ne? Also Lückenschlüsse müssen irgendwie umgesetzt werden oder Radschnellwege ausgebaut oder ähnliches. Ja? Also der Radverkehr muss einfach insgesamt wirklich eine attraktive Alternative werden. Ich meine, genau deswegen sind wir ja hier, weil man hier zum Beispiel ein gutes Beispiel sieht. Das war der alte Radweg und das ist der neue dort nebenan, richtig? Es ist ein alter Treidelpfad, auf dem wir hier gerade laufen, dementsprechend denkmalgeschützt. Und man sieht ja schon so, dass der Zustand an der einen oder anderen Stelle nicht mehr ganz so gut ist. Die Lücken zwischen den großen Pflastersteinen, die reichen für einen Fahrradreifen aus. Dementsprechend überhaupt nicht gut zu befahren. Und dann wurde für eine Sanierung der Stützmauer wurde da mal provisorisch eine Asphaltdecke drauf gemacht. Und man hatte dann so in etwa den Zustand, den man jetzt links sieht bei uns. Und das hat wahnsinnig viel mit den Leuten gemacht. Also von vorher kaum befahren zu jetzt attraktive Routenalternative zur anderen Elbseite ist da ein großer Sprung geschehen. Und das zeigt so ein bisschen, was möglich ist mit der qualitativen Verbesserung. Eins der Projekte, habe ich gelesen, ist eine Radverkehrssimulation. Wofür ist die gut? Prinzipiell wäre es natürlich schön, wenn wir eine Angebotsplanung hätten. Ja, das heißt, Städte und Kommunen könnten sagen, wir bauen jetzt überall flächendeckend Radverkehrsinfrastruktur. Das wäre großartig. Und mit einer Radverkehrssimulation kann man Maßnahmenwirkung vorab abschätzen und dann kann ich priorisieren. Also genau wie das Beispiel hier vom Körnerweg könnte man mit einer Simulation vorab abschätzen, was passiert denn, wenn ich hier eine Asphaltdecke aufbringe und keinen Kopfsteinpflaster mehr habe. Eine Simulation hilft den Kommunen in der Planung. Und das ist ja so ein Punkt, da kann man sich als Radverkehrsplaner und auch Verkehrswissenschaftler nicht ganz frei machen von den Zwängen, die es beim Autoverkehr auch gibt. Wenn wir jetzt über Radschnellwege sprechen, die beispielsweise durch ein Landschaftsschutzgebiet oder Ähnliches gehen, dann haben wir einen gewissen Rechtfertigungsdruck. Warum macht es Sinn, da was zu bauen? Und an der Stelle war es bisher immer so, dass es für den Pkw-Verkehr schon gute Simulationen gab und gibt. Für den Radverkehr gab es allerdings ein großes schwarzes Loch, um das vorsichtig zu formulieren. Und die Lücke versuchen wir jetzt zu füllen. In Deutschland wird das Fahrrad vor allem für Wege zum Einkaufen und bei kurzen Erledigungen genutzt oder um FreundInnen und Bekannte zu besuchen. 45% der Deutschen in Ausbildung nutzen das Fahrrad mindestens ein paar Mal im Monat, um zur Schule, der Ausbildungsstätte oder in die Universität zu kommen. Und auch den Weg zur Arbeit bestreiten 40% hierzulande regelmäßig mit dem Rad. Die Daten des aktuellen Fahrradmonitors zeigen auch, es sind vor allem die kurzen Strecken, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. 37% der Befragten gaben an, in den letzten 7 Tagen maximal 30 Kilometer gefahren zu sein. Übrigens, fast die Hälfte der Zweiradfahrenden fühlt sich auf ihren Fahrten nicht sicher. Einer der Hauptgründe, auf das Fahrrad zu verzichten, das liegt vor allem an externen Faktoren. Rücksichtsloses Verhalten anderer VerkehrsteilnehmerInnen und deren Fahrfehler sowie schlechte oder sogar fehlende Infrastruktur. Individuelle Faktoren wie das Fehlen von Sicherheitsausrüstung oder mangelnde Fahrkompetenzen spielen dabei eine eher geringere Rolle. Wir haben jetzt noch mal den Ort gewechselt, um über das Thema Sicherheit kurz zu reden. Du hast es vorhin angesprochen. Sicherheit ist auch so ein Faktor, der Radfahren attraktiv oder eben unattraktiv macht. Wie sehen denn sichere Radwege aus? Zunächst mal muss man unterscheiden, es gibt objektive und subjektive Sicherheit. Objektiv sicher ist es, wenn es da keine Unfälle passieren und wenn da niemand zu Schaden kommt. Und das ist ganz plakativ zu sagen. Subjektiv sicher ist immer mal noch was anderes. Also nur weil da niemand zu Schaden kommt, heißt es ja noch nicht, dass sich die Leute besonders wohlfühlen, wenn die auf Radwegen langfahren, wo sie zu nah überholt werden oder wo der Radweg im Nichts endet. Das hier ist eigentlich gerade ein ganz gutes Beispiel. Ja. Man kommt schwer auf diesen Radweg drauf, man kommt noch schwerer sinnvoll wieder runter. Also man muss sich in den fließenden Verkehr einordnen bzw. kommt aus diesem raus. Das sind alles Sachen, die Menschen subjektiv für nicht sicher erachten. Hier das blaue Wunder in dem Fall. Das blaue Wunder ist ein relativ
schwierige Situation. Wir haben hier eine Brücke, die ohnehin schon, sage ich mal, für beengte Verhältnisse sorgt. Und auf der Brücke funktioniert es mit den Fahrstreifen noch ganz gut. Da hatten wir ja im Verkehrsversuch, und die sind auch jetzt noch zu sehen, die Radwege, die abmarkiert sind. Was das Problem ist, sind die Zuwägungen, die Abwägungen von der Brücke runter an den Brückenköpfen. Da haben wir doch große Raumkonkurrenz. Als mal eine gewisse Zeit lang ein Radweg oder ein Radweg auf eine Fahrspur von einem Pkw gelegt wurde und die Fahrspur dafür entfiel, gab es hier riesengroße Staus und dementsprechend wurde die Maßnahme wieder zurückgedreht. Zumal das auch Ergebnisse sind, die wir aus unseren Studien oder in unseren Studien sehen, ne, dass Radfahrende separiert vom fließenden Kfz-Verkehr gern unterwegs sind. Ne. Es braucht breite, sichere Wege und das ist dann bei diesen Platzverhältnissen einfach schwer umzusetzen. Auch. Gerade so eine Instrumente wie Verkehrsversuche sind eigentlich sehr, sehr wichtig, um rauszukriegen, ob Maßnahmen nach einer bestimmten Zeit dann auch funktionieren können. Und hier ist das große Problem gewesen, dass man einfach viel zu schnell schon gesagt hat, wir lassen es sein. Menschliches Verhalten braucht eine Weile, ehe sich das ändert. Und ehe man vielleicht sieht, ja, das klappt ja trotzdem noch ganz gut, obwohl wir eine Radspur haben. Und die Chance hat man hier so ein bisschen vertan, dass man da einfach ein bisschen geduldiger ist. Kann man das schon so sagen, dass so eine abgetrennte Radspur, du hast es gerade angesprochen, so das Nonplusultra ist? Definitiv. Es wäre natürlich, ich nenne es mal Premium-Infrastruktur für den Radverkehr. Ne? Also breite Radwege, abgesichert gegen den fließenden Kfz-Verkehr. Also geschützte Radfahrstreifen oder geschützte separate Radwege sind die Nonplusultra-Infrastruktur. Und wir sehen, dass Leute das annehmen, ne, und bevorzugen. So bekommt man mehr Menschen aufs Rad. Auch auf meinem Arbeitsweg gibt es einige Stellen, wo ich mich nicht wirklich sicher fühle. Viele Menschen hält das sogar ganz vom Radfahren ab. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem dieser kritischen Orte. Dort wartet schon Sebastian Hanschel auf mich. Von ihm möchte ich wissen, wie Radfahren insgesamt sicherer und weniger gefährlich werden kann. Ganz grundsätzlich, warum ist Fahrradfahren denn gefährlich und was kann man dagegen tun? Also Fahrradfahren an sich ist erstmal nicht gefährlich. Gefährlich wird es erst dann, wenn Radfahrende interagieren mit anderen Verkehrsteilnehmenden, insbesondere Autos. Und ein Aspekt, der das vielleicht noch mal intensiviert, ist, dass Radfahrende ungeschützt sind im Vergleich zu FahrerInnen von Autos. Was kann man denn dagegen tun, dass gefährliche Situationen vielleicht minimiert werden? Es geht häufig darum, die Anzahl von Konflikten zu minimieren, als auch die Intensität. Die Anzahl zu minimieren ist relativ einfach oder simpel von der Idee her. Das kann ich tun, indem ich separate Radverkehrsanlagen habe, die im besten Fall auch baulich getrennt sind. Dadurch kommen sich Autofahrende, Radfahrende nicht so sehr in die Quere. Die Intensität zu minimieren kommt vor allen Dingen dort in Frage, wo die Anlage von einem Radweg nicht möglich ist. Also der Platz in den Städten ist ja auch begrenzt. Und es wird immer Straßen geben, wo ich nicht den Platz habe für einen eigenen Radweg. Und dort ist es relativ wichtig, die Geschwindigkeitsdifferenzen zu reduzieren. Denn je homogener dieser Verkehrsfluss ist, umso weniger Konflikte habe ich. Als auch, dass, wenn es zum Unfall kommt, bei einer geringeren Geschwindigkeit, auch eine geringere Unfallschwere die Folge ist. Ein weiterer Aspekt, um die Gefährdung insgesamt zu minimieren, ist, den Radverkehr insgesamt attraktiver zu machen. Denn wenn mehr Menschen Rad fahren, sinkt das Unfallrisiko für den Einzelnen. Das ist ein Effekt, der auch statistisch nachgewiesen ist. Nennt sich Safety-in-Numbers-Effekt. Und man kann sich das vielleicht im Kleinen so vorstellen, dass ein Radfahrerin als Teil einer großen Gruppe weniger wahrscheinlich in einen Unfall verwickelt wird, als wenn sie eher allein unterwegs ist. Kann man sagen, dass das hier so eine typische Stelle ist, wo es zu Konflikten zwischen verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen kommt? Kann man schon so sagen, ja. Also es ist eine relativ unklare Führung. Dass hier nach unten geführt wird, ist für die Autofahrenden schwer ersichtlich, was jetzt hier passiert. Und es ist ja auch dual. Also das heißt, ich kann hier als Radfahrerin wählen, ob ich auf dem Gehweg fahre oder auf der Straße, was dann wiederum in Kreuzungsbereichen auch zu Konflikten führen kann. Wenn ich hier lang fahre, was ich da schwierig finde, ist, dass dort hinten einfach der Radweg aufhört und gleichzeitig wird es enger. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, da kommen die Autofahrenden mir in meinen Weg rein. Ja, ist hier eine relativ doofe Situation auf jeden Fall, wobei ja der Platz auch sehr begrenzt ist. Wichtig wäre, glaube ich, hier das auch relativ kontinuierlich zu führen, also nicht mal auf dem Gehweg, mal auf der Straße und dann insbesondere an Stellen, wo es eng wird, kurz davor Radfahrende auf die Straße zu führen, ist sicherlich nicht die glücklichste Lösung. Ja. Was sind so typische Unfallschwerpunkte oder Risikopunkte, wo Radfahrende und Autofahrende miteinander in Konflikt geraten? Es sind vor allen Dingen Kreuzungen, also dort, wo sich die meisten Verkehrsteilnehmenden treffen, ganz zwangsläufig.
Und das betrifft sowohl Kreuzungen ohne Ampeln als auch Kreuzungen mit Ampeln. Und hier bei den Kreuzungen ohne Ampeln sind es vor allem Vorfahrtmissachtungen. Das heißt, die Radfahrenden werden übersehen von in die Hauptstraße einfahrenden Autos. Und an Kreuzungen mit Ampeln ein relativ typisches Problem, der Konflikt zwischen rechtsabbiegenden Autos und geradeaus querenden Radfahrenden. Es gibt außerhalb von Kreuzungen auch noch andere Punkte, die ein gewisses Risiko beherbergen. Das sind ein- und ausparkende Fahrzeuge und auch zu einem relativ großen Anteil ein- und aussteigende Personen zu den Fahrzeugen, was dann auch häufig zu sogenannten Dooring-Unfällen führt. Und in der Stadt, in der wir sind, in Dresden, oder das gilt auch für alle Städte, wo Straßenbahnen sind Gleise auch ein Risiko. Vor allen Dingen dann, wenn der Radverkehr nicht separat geführt wird, sondern sich quasi mit den Autos und mit der Straßenbahn eine Straße teilen muss. Und welche Hemmnisse gibt es? Also gibt es Untersuchungen, was Menschen davon zurückhält, aufs Fahrrad zu steigen? Das ist eine relativ interessante Frage, weil die meisten Studien ja eher Radfahrende befragen. Und Hemmnisse zieht ja eher auf eine Gruppe ab, die noch nicht Fahrrad fahren. Und da sind die Antworten auch relativ eindeutig. Also so die Top-Hemmnisse sind, dass Menschen Angst haben vor Autos, Angst haben, gemeinsam mit Autos zu fahren. Sie haben Angst vor Unfällen mit Autos und sie haben auch Angst vor Aggressivität von Autofahrern. Ein weiterer Aspekt betrifft eher wieder die Netzplanung insgesamt. Und zwar auch, dass es eine durchgängige Führung gibt. Dass es eben nicht Situationen gibt, wo ich auf dem Radweg habe, dann wieder Straße, dann wieder Radweg, sondern dass ich eine kontinuierliche Führung habe und so wenig wie möglich dann auch die Fläche wechseln muss. E-Bikes liegen aktuell ja voll im Trend. Inzwischen werden in Deutschland pro Jahr mehr E-Bikes als normale, klassische Fahrräder verkauft. Kein Wunder also, dass auch an der TU Dresden daran geforscht wird. Im Projekt ePredict wird beispielsweise das Ermüdungsverhalten von bestimmten Bauteilen bei diesen Rädern untersucht. Und wie genau man die Lebensdauer eines Fahrrads ermitteln kann und was dabei herausgefunden wurde, das erklärt mir jetzt Ilja Koch vom Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik. Wie ist es denn dazu gekommen, dass die TU Dresden ein E-Bike entwickelt hat? Die Idee geht eigentlich auf eine Kooperation mit der Industrie zurück, die auf die Idee gekommen ist, Wertschöpfungsketten aus Asien, wo vermehrt Fahrräder in Handarbeit bei geringen Lohnstückkosten hergestellt werden, diese Wertschöpfung wieder nach Europa zu holen. Und das gelingt wahrscheinlich am besten, wenn wir auf Automatisierung setzen. Und dieser Fahrradrahmen hier, der ist eben aus Kunststoffen. Und Kunststoffe lassen sich im Spritzgussverfahren ganz hervorragend in großen Mengen günstig, vollautomatisiert in hoher Qualität herstellen. Und daher waren wir ein guter Ansprechpartner hier in der TU mit unseren Möglichkeiten, mit den Entwicklungsqualitäten, um so eine Entwicklung zu begleiten. Und diese Kooperation, die ist dann weiterentwickelt worden in Fördervorhaben, wo wir dann bis zum Prototypen gemeinsam Industrie und Forschung dieses Fahrradprojekt vorangetrieben haben. Nun sind ja diese Fahrräder hier hinter uns mit allerlei Sensoren bestückt. Was messen diese Sensoren? Also wir haben diese Fahrradentwicklung als Gelegenheit genutzt, um dann die in Produktion gegangenen Fahrräder auszustatten mit verschiedenen Sensoren, um uns in die Lage zu versetzen, Daten zu sammeln. Wir wissen, dass heutzutage da ein sehr, sehr großer Schatz die Daten sind und wir vielfach an die Daten nicht rankommen, weil wir keine großen Server haben und auch keine großen Fahrradflotten oder Autoflotten fahren lassen können. Und so haben wir einfach diese Fahrräder verwendet, haben eine Menge von Beschleunigungssensoren und Dehnungsmessungen und Kraft und Strom und Temperatur aus dem Antrieb gemessen. Und die Dehnungssensoren, das kann ich mir so vorstellen, dass die dann quasi messen, wie sich ein Teil verformt? Ja, also ganz klar, die Dehnungssensoren sind ein sehr beliebtes Mittel im Ingenieurwesen, um Beanspruchungen in bestimmten Teilen zu messen, also die mechanischen Beanspruchungen. Und die wollen wir zukünftig ersetzen durch nur noch Beschleunigungssensoren, die ganz üblich sind und vielfach in der Technik in jedem Handy verbaut sind, um so Schritt für Schritt immer einfachere Sensoren einsetzen zu können und nicht immer auf sehr spezifische Anwendungen setzen zu müssen. Und was ist so das grundsätzliche Ziel der Forschung? Soll das Fahrrad einem dann irgendwann mal sagen, hey, ich muss mal wieder zur Reparatur? Ja, das ist schon die Kernidee. Wir haben überall in der Stadt verschiedene Arten von Mobilität, die zur Verfügung gestellt wird. Gerade solche Flotten sind regelmäßig unterwegs, überall in der Stadt. Und mit denen können wir wertvolle Daten sammeln. Wir können Daten sammeln über das Fahrrad selbst. Der Flottenbetreiber könnte zukünftig überwachen,
in welchem Zustand sind die Fahrräder, wie wurden sie verwendet. Wir können aber dann wahrscheinlich auch sehr gut tracken, wie sich die Straßenverhältnisse ändern und auch der Verkehr ändert. Also müssen Fahrradfahrer zum Beispiel ausweichen, müssen Fahrradfahrer von schlechten Straßen auf gute Straße wechseln, müssen sie deswegen Umwege in Kauf nehmen. Und dazu müssen wir Daten aufnehmen und das könnten wir mit solchen voll ausgestatteten oder eben zukünftig immer geringer ausgestatteten Fahrrädern, wo man das dann nicht mehr sieht und nicht mehr bemerkt, dass da Sensoren mitfahren. Und perspektivisch kommt das dann oder kann das dann nicht nur bei diesen Prototypen zur Anwendung kommen, sondern bei jedem E-Bike? Ja, das soll schon die Zukunft sein, dass die Methoden, die Sensorik selbst, die Berechnungsmodelle, die wir dahinter bauen, dass die auf andere Fahrradflotten, sogar auf andere Mobilitätsformen übertragbar sind. Wenn ich mir mein Fahrrad so angucke, könnte ich es wirklich mal wieder zur Reparatur schaffen. Ich bin ganz froh, dass es diese Folge der guten Frage noch überstanden hat. Mit Sensoren, die den Verschleiß messen, wird es da wahrscheinlich noch nicht ausgestattet. Aber in Zukunft könnte das tatsächlich Realität werden. Das Fahrrad, das habe ich heute erfahren, hat nicht nur in der Vergangenheit gesellschaftliche wie technische Veränderungen vorangetrieben, es ist auch gut fürs Klima und die Gesundheit. Eine gute Radverkehrsinfrastruktur, und dazu zählen insbesondere sichere und gut befahrbare Radwege, sorgt dafür, dass mehr Menschen aufs Fahrrad steigen. Mit den Daten, die ForscherInnen der TU Dresden analysieren, lassen sich Bedarfe und Potenziale im Radwegnetz künftig noch besser erkennen. Mithilfe reduzierter Geschwindigkeiten und noch besser abgetrennter Radverkehrsanlagen lassen sich Konflikte zwischen unterschiedlichen VerkehrsteilnehmerInnen minimieren. Dadurch wird Radfahren für alle sicherer und attraktiver. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge der guten Frage. Wer jetzt direkt dranbleiben will, findet hier oben in der Endcard die letzte Folge des Formats. Meine Kollegin Lena ist da in die Welt des Zuckers wortwörtlich eingetaucht. Und darunter gibt es noch eine Sitzgelegenheit mit Studierenden der Verkehrswissenschaften. Und wenn ihr jetzt auf den Abo-Button klickt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch auf jeden Fall wieder.